Für die Meinung am Mittag begrüße ich an diesem Freitag den Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es gibt aktuell viele Themen, die diskutiert werden, vor allem natürlich, wie die neue Regierung jetzt ins Amt starten möchte. Da will man vielleicht auch bei einigen Dingen etwas lockerer werden, hieß es immer wieder. Der Paragraph 188 im StGB, der wird ja schon länger viel diskutiert. Es geht da um die Politikerbeleidigung. Bringt dieser die Meinungsfreiheit in Gefahr, gerade jetzt, wo viele Menschen ja doch nicht ganz zufrieden sind und das vielleicht auch äußern wollen? Ich bin ganz sicher, dass das der Fall ist. Ich glaube, das ist auch fast unstrittig. Selbst Politiker der Grünen haben sich in diese Richtung schon geäußert. Aber man darf den Paragraphen 188, der ja im Grunde eine Art Majestätsbeleidigungsparagraph ist, nicht isoliert sehen. Im Grunde hatte Vance mit seiner spektakulären Rede recht. Das eigentliche Problem und die eigentliche Gefährdung unserer Demokratie, die kommt von innen. Der Paragraph 188 ist einer, der Meinungsfreiheit wirklich scharf begrenzt, in einer Weise, wie wir das eigentlich im Kaiserreich zum letzten Mal erlebt haben oder auch bei den Nazis. Und wir haben auf der anderen Seite ja Initiativen wie die im Koalitionsvertrag jetzt genannte Unterbindung oder Verfolgung von bewusst falschen Tatsachenaussagen, also im Grunde Fake News, wie man mittlerweile sagt. Und das klingt harmlos, klingt irgendwie sogar vernünftig, ist aber auch außerordentlich gefährlich. Und zwar liegt das an dem Begriff bewusst. Wer will das herausfinden, wenn jemand sich irrt, wenn jemand eine falsche Meinung äußert? Wer will beurteilen, ob die bewusst falsch gesetzt worden ist? Da müsste man Psychoanalytiker sein, um das vielleicht herauszufinden. Auf jeden Fall können das nicht Politiker oder irgendwelche Organisationen, die für die Regierung arbeiten. Das ist auch problematisch bei dem Begriff der Tatsache. Wir denken da auch, das sei schlicht immer zu entscheiden, was Tatsache ist und was nicht. Aber gerade im Politischen ist das außerordentlich problematisch. Viele Dinge sind wirklich perspektivisch nur zu sehen. Es gibt von unendlich vielen politischen Sachverhalten sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und dann ist es letztlich eine Frage der Macht, wer sagen kann, das ist Tatsache und das ist Fake News. Also ein ganzes Syndrom von Problemen. Da kommt auch noch die digitale Identität dazu, die jetzt verordnet werden soll. Und letztlich gehört dazu auch das Festhalten an den Initiativen zur sogenannten Demokratieförderung, die ja im Grunde nur NGOs finanziert, die im Grunde Vorfeldorganisationen der SPD und der Grünen sind. Also das ist ein ganzes Syndrom, das wirklich unsere Meinungsfreiheit eminent bedroht. Das ist die Meinung von Professor Norbert Bolz. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.